Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. In diesem Video werden wir darauf eingehen, warum Manifestieren, Anziehen nicht der Hauptschlüssel ist und was es genau sein kann, damit du wirklich, manifestieren, anziehen kannst. Du musst es dir so vorstellen, du möchtest etwas manifestieren, anziehen. Anziehen bedeutet, du bist hier und etwas kommt von hier, Wortbildmäßig gesprochen, und du receivest das, du bekommst das. Doch um das zu bekommen, was du manifestieren möchtest, anziehen möchtest, musst du auf eine ganz bestimmte Sache achten, nämlich deine Limits vorher zu beseitigen. Meine Lieben, dieses Video wird richtig deep gehen und ich wette mit dir, dass niemand mit dir darüber so ehrlich und konsequent gesprochen hat, wie ich es heute tun werde. Denn viele Gurus da draußen reden davon, wie du richtig anziehst, wie du mit den Gesetzen arbeitest. Du siehst immer wieder interessante altertümliche Bildchen über die universellen Gesetze, die auftauchen, und das ist alles fein, das ist alles richtig. Nur, was selten dabei beachtet wird, ist, dass diese neue Information, die erweiternd ist, inspirierend ist und unser Horizont erweitert, etwas ist, was weiterhin unseren Verstand bedient, unsere mentale Ebene. Und daran ist erstmal nichts verkehrt, denn das schafft insgesamt diese Informationsfülle, ein neues Bewusstsein, richtet den Augenmerk auf etwas Neues aus, was man beachten kann in seinem Manifestationsprozess, was man vorher wahrscheinlich noch nie gehört hat oder nie beachtet hat, und man bekommt neuen Input rein und versucht sich dann erstmal damit durchzuschlagen, durchzukämpfen in dem gesamten Manifestationsprozess. Und wenn ich dann jetzt heute komme und dir sage, manifestieren ist nicht anziehen, sondern beseitigen von Limits, was meine ich damit? Und wenn ich Limits habe, das sind irgendwelche Glaubenssätze, davon sprechen auch mittlerweile sehr, sehr viele. Glaubenssätze, Programme, nenn es irgendwie anders. Wie mache ich mich wirklich frei davon? Das ist doch die entscheidende Frage, oder? Und da bist du schon auf dem richtigen Weg, wenn du dir bewusst machst, also wieder über Verstand, über die mentale Ebene, was genau deine wunden Punkte sind, was sind deine Blockaden, was sind deine Glaubenssätze, die dir bewusst werden aus der Bandbreite deiner alltäglichen Erfahrungen. Das sind deine Spiegelmomente, wo du gerade stehst. Du erfährst dich in dieser 3D-Realität und bekommst ständig Feedbacks von außen, die dir spiegeln, was in dir, in deinem Inneren vor sich geht. Ganz einfach gesagt, du möchtest Ergebnis X manifestieren und bekommst Ergebnis Y. Y war nicht das, was du wolltest, es ist vielleicht genau das Gegenteil von dem, was du wolltest. Und wie gehst du damit um? Zunächst einmal verstehst du erstens, das, was du bekommst, wird dir als das Produkt gespiegelt, was deine innere Realität, dein energetischer Imprint darstellt. Auch wenn du schon dabei bist, umzudenken, dir sind deine Blockaden, deine Programme bewusster geworden und du richtest deine Aufmerksamkeit, deinen Fokus auf etwas Neues aus, positives Programm, ein umkehrendes Programm, wirst du dennoch in den meisten Fällen nicht drum rumkommen, dass du erstmal das Alte trotzdem als das Produkt des Gesäten in der Vergangenheit, die Frucht davon erlebst, bis du bereit bist, sie abzuwerfen und Neues erlebst, also Manifestation X und nicht Y. Doch wie schaffst du diesen Übergang, dass es dir leichter fällt? Dass du über die mentale Ebene hinauskommst, dass du es nur verstanden hast. Und Verstehen ist schon ein ziemlich großer Prozess, wenn du weißt, wo du stehst. Das ist schon wirklich die halbe Miete. Kommst du darüber, wenn du anfängst, mit deinem Körper zu kreieren. Nicht umsonst gibt es Aurachirurgen, die davon sprechen, das ist deren Konzept, mit dem Körper zu kreieren. Und ich würde noch einen Schritt weiter gehen, zu sagen, wir kreieren nicht mit dem Körper, sondern wir kreieren mit den Körpern. Und was damit gemeint ist, stell dir vor, du hast ein Glas, ich habe das Beispiel, glaube ich, schon mal irgendwo mal gemacht. Du hast ein Glas mit Schmutzwasser, da ist Dreck irgendwie unten abgelagert oder an den Seiten, und das ist deine aktuelle Manifestationssituation. Das bist du mit all deinen Programmen, all deinen Erlebnissen aus der Kindheit, nimm gerne auch andere Leben hinzu, wenn du daran glaubst. Und du möchtest etwas Neues manifestieren. Dieses Neue kann aber erst rein, also du kannst es anziehen, manifestieren, Gesetz der Anziehung, Magnetismus. Wenn du die Bereitschaft zeigst, aus diesem Schmodderglas das alte, schmutzige erstmal rauszuziehen. Das heißt, du beseitigst deine Limits. Wenn du
bleiben wir bei dem Beispiel Glas und du bist das Glas mit Schmutzwasser, das ist jeder von uns. Du bist da keine Ausnahme. Ja, ich spreche jetzt für alle. Alle, die strugglen und noch nicht das bekommen, was sie haben möchten und im Prozess sich befinden. Du bist das Glas mit dem Schmodder da drin und da schwimmt, ja, es ist ein bisschen schmutzig und dann gibt es auch natürlich auch irgendwo Bereiche, wo es weniger schmutzig ist. Insgesamt alles diffus und durchmischt. Und du möchtest das Frische, Neue anziehen. Das Freie, Reine, das ist dein Ziel, das ist dein Aha-Moment, das ist wow. So, es ist ja so, dass du den Wunsch ausgesendet hast. Und das Universum sagt, okay, kein Problem, ich bereite mich schon vor, ich möchte zu dir kommen. Doch du musst deine Arbeit auch tun. Du musst erstmal das Glas leer machen, den Schmutz beseitigen und dann kann das frische Neue da reinkommen. Verstehst du mich? Ja, ich glaube, das ist echt einfach. Wenn ich das so erkläre, dann wird es klarer, was gemeint ist. Wenn wir sagen, wir kreieren mit den Körpern und wenn wir etwas anziehen wollen, Magnetismus manifestieren wollen, reicht es nicht, dies einfach nur sich vorzustellen, zu visualisieren, zu denken, zu affirmieren. Auch da kann man natürlich sehr viel falsch machen und das auch muss irgendwie richtig und für dich gemacht werden. Doch um das wirklich anzuziehen, reicht es nicht, dies auf der mentalen Ebene deiner Glaubenssätze, deine Programme, das alles zu bespielen. Das ist auch sehr, sehr wichtig, darüber bewusst zu werden. Das ist ja wie so, als wenn du nochmal das Glas nimmst und das Glas wird sich darüber bewusst, oh, ich habe Schmutz drin. Stell dir vor, das Glas könnte das. Und wenn es weiß, dass es diesen Schmutz hat, es kann genau beschreiben, in welcher Ecke lagert sich mehr Schmutz ab, wo lagert sich weniger Schmutz ab, wo ist das Wasser ein bisschen reiner. Dann schaut sich das Glas diesen Prozess an, das was ist. Und um das herauszuarbeiten, machen wir das zum Beispiel in unserem Coaching, dass wir diese Schmutzelemente, ja, dass wir sie beseitigen, verarbeiten, loslassen und aus den Auraschichten, hellsichtige Menschen, die mit Auras arbeiten oder Aura sehen können, verstehen jetzt gerade oder ja, sehen sogar diese Prozesse mit ihren Augen. So ist es auch. Du arbeitest etwas aus deinen Energieschichten heraus. Es gibt unterschiedliche energetische Körper. Davon gibt es 3 energetische Hauptkörper, wovon dein physischer Körper einer davon ist. Das ist auch sehr, sehr wichtig, dass wir diesen Körper haben, denn der Körper lügt nicht. Er gibt dir ständig Feedbacks darüber, wie es um dich und deine Manifestation steht. Es ist ein Ehrlichkeitsbarometer und etwas, was erfährt über diese 3D-Realität, wie es um deine Manifestation aussieht. Alles um dich herum in dieser Realität, in der 3D-Realität, wird durch deine Wahrnehmung, durch dein Prisma an Erfahrungen erfahren. Alles ist deine Deko in der Außenwelt, die du dir kreiert hast. Und wenn du das kreieren konntest, dann kannst du es natürlich auch anders kreieren. Doch dieses anders kreieren geht nicht über den Verstand. Dein Verstand zieht ständig Schlüsse aus dem Sammelsurium von Erfahrungen, basierend auf Vergangenem. Dein Verstand ist gar nicht der Visionär. Echte Visualisierung, das, was die Gurus in der Manifestationsszene als Visualisieren bezeichnen, kommt aus anderen, höheren Sphären, die mit dem Verstand natürlich verknüpft sind. Doch darauf zuzugreifen, ist nicht das, was dem Verstand natürlich ist nicht das, was ihm gewohnt ist. Dein Verstand erfüllt die Aufgabe, dein Überleben zu sichern. Deswegen bewertet er, schätzt er ab, vergleicht und konstruiert ständig, jede Sekunde und noch schneller. Checkt und scannt alles ab, um dein Überleben zu sichern, was ja auch richtig und wichtig ist. Doch im Prozess deiner Manifestation, wenn du so etwas wie einen Quantensprung anstrebst, und davon hast du sicherlich schon mal was gehört, wirst du nicht mit dem Verstandesbewusstsein weiterkommen. Auch nicht mit Ideen und der Vorstellung, dass du deine Glaubenssätze weißt und kennst. Natürlich, wie gesagt, ist es ein wichtiger Part. Es ist besser, über deine Glaubenssätze Bescheid zu wissen. Doch das erlöst dich noch gar nicht von dem Problem, was du vielleicht hast. Ja? Denk an das Glas wieder und den Schmutz. Den Schmutz zu sehen, ist nur die halbe Miete. Den Schmutz rauszunehmen, rauszuarbeiten. Das macht das Ganze, was überhaupt das Saubere, deine krasse Manifestation überhaupt reinladen kann. Wie gehst du vor, wenn du mit deinem Körper, mit deinen Körpern arbeiten möchtest, mehr aus deinem Manifestationsprozess herauszuholen, über das bereits bekannte mentale Programm hinauszuwachsen, dass du realisiert hast, du kennst deine Glaubenssätze, deine Blockaden,
Wir arbeiten mit Energiezentren und nutzen unseren Körper bzw. unsere Körper als die zuverlässigste Feedback-Maschine, denn unser Körper, unser physischer Körper, er lügt nicht. Das ist unser Ehrlichkeitsbarometer, den wir zunutze machen für unsere Manifestation. Denn das Prinzip an sich ist ganz einfach. Geht es deinem Körper gut? Hast du Energie? Kannst du einen bestimmten Energiebereich, Energiezentrum, welches für dein Manifestationsziel zuständig ist, Energie generieren, Prana, Chi, was auch immer, wie du das Ganze nennen möchtest, kannst du auch leicht anziehen. Vorausgesetzt, da ist Platz, da ist genug Aufnahmekapazität, um den Magnet, den du anziehst, hinzubringen. Arbeitest du die Limits heraus, über das Bewusstmachen, über die Bewusstwerdung hinaus, mit den Körpern, löschst du deine Limits heraus und machst den Weg frei, um deine Manifestation reinzulassen. Wie gehst du mit deinem Körper um? Wie nutzt du dein Instrument, diese Hülle, um mehr Manifestationen, die du haben möchtest, in dein Leben zu bringen? Was hilft dir dabei? Vielleicht ist es ja Sport oder irgendetwas, was du kreierst, schöpfst, was dich in eine entsprechende Energiefrequenz bringt, um noch schneller an deine Ziele zu kommen. Schreib gerne in die Kommentare. Ich freue mich über ein Like oder ein Abo und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!